beim AI-Camp. Das heißt, das wird jetzt euch wahrscheinlich nicht in einem Ofen vorlocken, aber wir wollen mit meinem Kollegen heute auch dann ein bisschen arbeiten. Also, meine werten Anwesenden, ja, stellt dich mal kurz vor. Friedrich III. Von Brandenburg-Bayreuth begrüße Sie zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung. Als Fürst des 18. Jahrhunderts und Förderer der Aufklärung bin ich fasziniert, in digitaler Form vor Ihnen zu stehen. Heute werden wir gemeinsam die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz erkunden und erleben, wie Prinzipien und Technologie verschmelzen können. Ich lade Sie ein, aktiv an diesem Prozess teilzunehmen. Lassen Sie uns diskutieren, Fragen stellen und gemeinsam lernen. Als digitaler Friedrich repräsentiere ich die Brücke zwischen Geschichte und Zukunft. Ich bin hier, um Ihnen bei Ihren Herausforderungen in Arbeit und Leben beratend zur Seite zu stehen, basierend auf den Prinzipien, die wir gemeinsam definieren werden. Möge diese Veranstaltung uns allen neue Perspektiven eröffnen und zeigen, wie die Vergangenheit die Zukunft inspirieren kann. Ich freue mich auf unseren Austausch. Genau. Später werden wir eben mit Friedrich gemeinsam dann auch sprechen. Und ich möchte, während ich mich kurz vorstelle, auch gern wissen, wer ihr seid. Wir wollen das ein bisschen interaktiv gestalten. Ich würde Mentimeter nutzen. Wer will, kann mitmachen. Müsst ihr aber nicht. Wir werden nachher auch vielleicht mal Flipcharts und Ähnliches nutzen. Kurzum, Mentimeter wird mir jetzt die Möglichkeit geben, ihr werdet gefragt werden, wo ihr euch in eurer Berufsphase so befindet. Und das werden wir später auch noch mal nutzen für eine zweite Auswertung, um das mal gegen zu checken. Aber kurz vielleicht zu mir. Warum erzähle ich euch was? Warum lohnt es sich vielleicht, mir zuzuhören? Ich, Peter Schopf, war lange Zeit bei Siemens, 14 Jahre lang in verschiedenen Managementpositionen. Ich war immer ein bisschen zu früh dran mit meinen Themen. Ich war zum Beispiel im IoT-Bereich, Internet of Things, also Datenplattformen. Ich promoviere gerade noch an der FAU, daher Friedrich III., vielleicht wissen es die einen oder anderen, der Gründer der FAU hier, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, also durchaus ein gewichtiger Kerl hier in der Region, hat viel bewegt. Und dort promoviere ich zum Beispiel, auch wieder zu früh dran gewesen, zu Augmented Reality, also Wirtschaftsinformatik, Augmented Reality, das Metaverse. Habe ich auch bei Siemens versucht, ein Projekt aufzusetzen. Das ist mein Forschungsprojekt. Ich war noch ein bisschen früh dran. Jetzt habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich KI. Und da bin ich ziemlich überzeugt davon, dass es alles zusammenkommt. Man braucht die Daten zum Beispiel vom Internet of Things. Man braucht die KI, um diese Daten zu verarbeiten, was darzustellen. Und man braucht zum Beispiel Augmented Reality, um das dann intuitiv zu visualisieren. Soweit zu mir. Ich stehe euch ja nachher für Fragen immer noch zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt jederzeit dann nochmal mit mir diskutieren. Ich bin jetzt gespannt auf euch so ein bisschen, zumindest was euer Hintergrund ist, die jetzt so schnell waren mit dem Telefon. Und das ist natürlich hier mit der Maus schwierig ums Eck. Genau, idealerweise müssten wir jetzt eben sehen, von den Personen, die mitgemacht haben. Oder ich habe, ja, okay, immerhin. Ach so, ich habe es noch gar nicht freigeschaltet, genau. Also jetzt letztendlich, Dankeschön, genau. Ich dachte, es baut sich vielleicht schon auf. Aber wir sehen jetzt so ein bisschen, wer sind wir denn hier? Wow, viele Führungskräfte, das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Hätte auch ein bisschen mehr im Bereich Schüler, Studenten erwartet. Divers weiß ich selber nicht, was das genau ist. Ich habe es mal angeboten, muss man heutzutage. Und letztendlich wird das dann interessant sein später, wenn wir dann gemeinsam weitermachen. Ich habe diese Präsentation gestern online gehalten und da hatte ich 1 Stunde Zeit. Jetzt will ich ja das interaktiv mit euch gestalten. Das heißt, ich werde das Ganze, was ich gestern in 1 Stunde erzählt habe, in 15 Minuten pressen. Das heißt, ich werde euch jetzt so ein bisschen mal den groben Rahmen spannen. Da kommt viel auf euch zu, aber wir sind hier beim AI-Camp. Das heißt, ich gehe davon aus, ihr habt einfach schon ein paar Grundlagen. Ich denke gerade darüber nach, ich rede gerade in Deutsch. Ihr versteht alle Deutsch, oder? Sonst, ich kann natürlich auch Englisch, aber super, machen wir so weiter. Perfekt. Gut, also wie schon gesagt, ich habe mich selbstständig gemacht. Warum auch? Ich habe gemerkt, dass ganz viele Digitalisierungsprojekte daran scheitern, nicht an der Technologie, sondern dass man sich zu sehr auf die Technologie fokussiert. Daher so mein Credo, Technologie, Prozesse, Menschen. Man muss auch Prozesse und Anwendungsfälle betrachten. Und das tut man manchmal noch, aber was ganz oft hinten runterfällt, ist so der Mensch. Kultur vom Unternehmen ist unglaublich wichtig und das habe ich mir so auf die Fahnen geschrieben. Das haben wir schon, das haben wir auch schon. Ich will gar nicht so tief in KI einsteigen. Ich habe morgen noch mal um 5 Uhr einen Online-Vortrag über KI und warum man das macht. Ja, ich nenne Themen Technologie, Prozesse, Menschen, Strategien für Einführung. Darum soll es heute nicht gehen. Ganz kurz, ich erkläre immer in diesen Workshops, was ich denke, für jeden wichtig zu verstehen.
Klassische KI, was ist das? Das kennt man ja, aber dann kommt jetzt generative KI. Manche vermischen das noch. Klassische KI, da muss man Modelle trainieren mit unglaublich viel Daten, die man braucht. Generative KI basiert auf diesem Paper Attention is all you need 2017. Davor gab es das noch nicht. Und generative KI, da kommt ein Modell, hat richtig viel Informationen im Bauch und dann kann man viel mehr jetzt sofort damit machen, ohne erst langfristig trainieren zu müssen. Manche packen dann noch Prozessautomatisierung, Robot Process Automation mit rein in die KI-Diskussion. Ist gar keine KI, ja, das ist Prozessautomatisierung. Aber was jetzt kommt, ist die Agents basierend auf generativer KI und die werden wahrscheinlich an einer oder anderen Stelle das andere auffressen. Ja, also im Sinne von die klassische KI kann in Teilen schon ersetzt werden dadurch und Prozessautomatisierung ziemlich sicher auch. Es geht nun aber um den Mensch, um die Entwicklung von den Menschen. Ich habe so ein bisschen überlegt, schiebe ich erst die Unternehmenskultur voran oder auch den Menschen. Ich steige mal direkt mit dem Menschen ein, werde aber ziemlich zügig durchgehen. Wir werden ja nachher mal den Friedrich III. Prompten, ihm so ein paar Prinzipien mitgeben, ihn so ein bisschen unsterblich machen. Und das ist ein interessanter Aspekt, da kommt nächste Woche tatsächlich ein Podcast auch raus, wo ich eingeladen wurde, um über Unsterblichkeit zu sprechen. Und wer jetzt von euch sagt, ja, Unsterblichkeit ist cool, manche sagen, braucht bloß nicht, die haben so 3 Möglichkeiten. Entweder darauf hoffen, dass die Medizin uns einfach unsterblich macht, kann funktionieren. Zweite ist Upload, komme ich gleich dazu. Und dann die digitale Repräsentanz, komme ich auch gleich dazu. Wir diskutieren heute das Thema, so ein digitales Abbild schaffen, auf Basis von Prinzipien, Werten, Erinnerungen. Und das kann relevant sein für den Mensch, für euch, für jeden von euch, aber auch für Unternehmen, dass die sich selber finden. Und das Upload-Thema, jeder kennt ihn, Elon Musk, ja, man pflanzt sich einen Chip rein, der saugt sozusagen irgendwann mal, also zumindest es gibt es in manchen Filmen schon, ja, die Erinnerungen, das Denken, alles ab und dann hat man sich sozusagen hochgeladen. Darauf gehe ich heute nicht ein, kann funktionieren, muss nicht. Ich gehe darauf ein, dass man sich mit Basis von Prinzipien und einer coolen Visualisierung einen digitalen Avatar schafft. Für sich selber als eine Variante oder fürs Unternehmen als eine andere Variante. Coole Visualisierung reicht natürlich nicht. In der Regel sind die ziemlich leer. Also innen drin erstmal nichts. Wir werden also darüber reden, was stecken wir denn da rein in diese coole Visualisierung. Und dann hat man eben diese 2 Teile, Inhalt, Visualisierung, coole digitale Repräsentanz, was dann adaptiv natürlich immer weiter verbessert werden kann. Digital, also die Visualisierung, aber auch die KI-Modelle, die den Inhalt auslesen. Und jetzt gleich so also dadurch, dass ich ein bisschen mehr auf Unternehmen eingehe, so ein bisschen gleich gefragt, was sind eure Prinzipien? Wenn ihr überlegt, was steckt denn in mir drin? Als ich das erste Mal in dem Buch von diesem Herrn Ray Dalio gelesen habe, dass der mich gefragt hat, dachte ich, oh shit, ich habe gar keine Prinzipien. War so meine erste Reaktion, weil das sind Prinzipien, Glaubenssätze, ist ungefähr, also ich packe das so ein bisschen zusammen, ist gar nicht so leicht, aber wenn man sich drüber nachgrübelt und drüber nachdenkt, dann kommt man auf ziemlich viel. Und Ray Dalio, das ist amerikanischer Multimilliardär, sehr erfolgreich, der hat schon sehr früh angefangen, seine Prinzipien mal aufzuschreiben. Seine Kernaussage ist, Entscheidungen können deutlich schneller getroffen werden, wenn man die auf Basis von Prinzipien trifft. Weil viele Entscheidungen, wir treffen ungefähr 2000 Entscheidungen am Tag, viele kann man so ein bisschen zurückführen auf, ja, was sind meine Prinzipien und ähnliche Entscheidungen immer wieder treffen, komme ich nachher zu ein paar Beispielen. Ja? Und wir wollen so ein bisschen heute über diese Prinzipienthematik sprechen. Der hat es für sein Unternehmen, für sich als Person, für sein Privatleben und für seine Investitionsentscheidungen gemacht. Tolles Buch. Da kommt viel her von dem, wo ich überzeugt bin, dass ich sage, das funktioniert für Unternehmen. Ja, als Manager bei Siemens bin ich da sehr überzeugt, dass das wirklich funktioniert. Kurz 2 Beispiele. Das sind so ein bisschen, die Prinzipien sind bei ihm auch so Überschriften und dann erklärt er den Kontext. Ja, wie habe ich das jetzt auch gemacht? Ich habe auch angefangen, Prinzipien aufzuschreiben und dann erkläre ich mir selber über Audionachrichten so ein bisschen den Kontext dazu. Was denke ich überhaupt dazu? Das heißt, also es ist spannend, allein darüber nachzudenken. Ich muss ein bisschen abkürzen, da wir in den Workshop-Teil kommen wollen, aber das Privatleben so ein bisschen aus den Träumen, den Vorstellungen, die man hat, aber in Verbindung mit der harten Realität und eben einer Überzeugungskraft zu einem glücklichen Leben führen. Oder zu einem erfolgreichen Leben. Und jetzt, was ist Erfolg? Das definiert natürlich auch wieder jeder Einzelne. Also es steckt viel drin in allein diesem Prinzip. Ich würde daher ein bisschen drüber springen. Unternehmen, ganz spannend, er betrachtet sein Unternehmen als Maschine, an das er optimiert. Hört sich erstmal sehr mechanisch, technisch an, aber er sagt, seine Maschine, sein Unternehmen besteht tatsächlich aus 2 Elementen, Kultur und Menschen.
Und das ist dann wieder gar nicht mechanisch. Das ist genau das, was ich halt eingangs gesagt habe, dass Unternehmenskultur extrem wichtig ist, was wir in Deutschland nicht so unbedingt immer so in den Vordergrund stellen. Es wird zwar oft postuliert, aber so richtig agiert wird in der Richtung nicht. Und ich behaupte jetzt, das ist meine These, und ich freue mich, das mit euch zu diskutieren, dass man die Unternehmenskultur mit KI beeinflussen kann. Das wollen wir gemeinsam so ein bisschen auch testen. Ray Dalio sagt auch, immer wenn er einen Fehler macht oder wenn sich herausstellt, Sie haben eine Fehlentscheidung gemacht, dann geht er zurück und überlegt, warum haben Sie die Entscheidung getroffen? Und versucht ein neues Prinzip zu definieren, um künftige Fehler zu vermeiden. Also für ein Unternehmen und für sich selber total spannend. Ja, wenn man sich immer auf die falsche Frau und den falschen Kerl einlässt, dann kann man vielleicht mal darüber nachdenken, welches Prinzip muss man definieren, damit man eben solche Fehler nicht mehr macht. Da gibt es verschiedene Beispiele für Unternehmen. Also ist nicht nur Ray Dalio, How Google Works, ganz tolles Buch, um einfach zu überlegen, wie Google funktioniert, wie machen die ihre Einstellungen. Also allein über den Hiring-Prozess oder den Einstellungsprozess unglaublich viele Prinzipien, Wissensdefinitionen, was da empfohlen wird, was gut ist. Und zum Beispiel Elon Musk hat so Regeln rausgegeben, ich habe es da noch nicht umgestellt, Prinzipien rausgegeben für Produktivität, zum Beispiel zu Meetings. Meetings ist ich hoffe, keine Siemensianer da, ist eine Katastrophe bei Siemens, wahrscheinlich in fast jedem Großkonzern. Unglaublich viele Menschen in unglaublich langen Meetings, können oft nicht so richtig beitragen. Wenn man aber auch vom Verteiler nicht draufgenommen wird, dann ist es fast schon, man wurde vergessen, ja, und man ist ausgegrenzt worden. Also das darf natürlich auch nicht passieren. Das heißt, man ist in unglaublich vielen Meetings drin, ohne dass man wirklich Mehrwert bringt. Sowas kann man tatsächlich durch so Prinzipien dann definieren und verbessern. Einfaches Beispiel mal also jetzt sagt ihr vielleicht, das ist vielleicht schwierig, so eine KI zu prompten, dementsprechend aufzubauen, obwohl wir es ja nachher machen. Aber hier mal ein ganz einfaches Beispiel. System Prompt an GPT oder egal wen, dürftet ihr in der Regel ja kennen beim AI Camp. Man sagt eben, du bist Ray Dalio im Hintergrund. Ich zeige euch nachher den System Prompt von unserem Friedrich III. Er stellt sich dann entsprechend vor und dann kann man ihn basierend auf seinem Buch, weil er hat ja ein Buch geschrieben, fragen, hey, ich habe folgendes Problem, zum Beispiel einen doofen Kollegen nimmt nichts an von mir, was mache ich damit? Und er sagt nicht, das musst du tun, sondern er sagt, denk an das, denk an jenes, du könntest über das nachdenken. Das heißt, so eine Art Coach, so eine Art jemand, der halt das Wissen, was er sich angesammelt hat und mit dem er sehr, sehr erfolgreich geworden ist, sowas verpacken in eben einen Algorithmus und der dann helfen kann, nach vorne hin bei Entscheidungen zu unterstützen. Das geht am Anfang sehr einfach, das zeige ich euch. Das kann hinten raus komplexer werden. Ja, weil so grundlegende, hey, wir sind in der westlichen Welt, wir haben die westlichen Prinzipien von Gleichheit und Gerechtigkeit und ähnliches, das super schnell gemacht, dann sind die schon relativ nah dran, wie ich euch zeigen werde, hoffe ich mal, in der Demo. Aber hinten raus, wenn sich da ist wirklich so die Unternehmenskultur oder sich selber als Person digital abzubilden, ist dann wirklich harte Arbeit. Viel Daten sammeln, viel diskutieren, Prinzipien festlegen. Also da kann man dann, man muss ja nicht auf 100% kommen, aber man kann da mehr Arbeit reinstecken und es immer besser machen. Ich habe jetzt so von meiner Firma aus halt so eine Prinzipienlandschaft gebaut für Firmen, wo man sagt, guck mal, es gibt eine Prinzipienlandschaft, das sind sozusagen Oberbegriffe, das kann man auch für sein Privatleben definieren, aber für Firmen, da geht es um Themen wie gehe ich mit neuen Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um, die die Firma verlassen? Ja, will ich ein Alumni-Netzwerk haben oder will ich möglichst schnell nichts mehr mit denen zu tun haben? Kundeninteraktion, ja, nehme ich mir Zeit für die Kunden, muss das transaktional laufen? Das ist nichts Schlimmes, ja, wenn man sagt, für uns als Firma, wir ticken anders. Ich zeige euch ein paar Beispiele da noch. Kommunikation, Meetings haben wir kurz angesprochen, Zielstellung, was ganz Wichtiges. Also es sind so Bereiche, wie ein Unternehmen sich selber definieren kann. Und da gibt es natürlich bei insbesondere großen Konzernen wie zum Beispiel Siemens unglaublich viele Prozesse. Das würde ich als explizites Wissen bezeichnen. Aber es gibt auch ganz viel so, so machen wir das halt hier. Implizites Wissen, Kultur und wie die Leute da ticken. Und das nur ganz kurz ein Beispiel mal. Sparfuchs, Normalo, Innovator. Ich hatte mir so grob Aldi und Apple und vielleicht halt irgendeine Standardfirma in der Mitte überlegt, ja, wie die unterschiedlich ticken. Überspringen es ein bisschen. Wie schon gesagt, gestern habe ich eine Stunde drüber geredet. Thema Konfliktmanagement. Ja, bei zum Beispiel einem Aldi müssen Konflikte schnell gelöst sein. Die Leute müssen wieder Regale einräumen, an der Kasse sitzen. Ich will Aldi nicht ungerecht werden, ja, weil die haben ja auch viel Innovation. Aber nur so als Stereotyp.
Und Innovator, nee, da ist wichtig, dass es den Leuten gut geht. Da werden Konflikte offen gelöst, da kommt vielleicht ein Mediator rein, da werden Workshops gemacht, damit jeder happy mit dem Konflikt ist. Nur so mal als Beispiel. Das eine kostet halt viel Geld, wenn man es hat und die Zeit. Das andere geht halt effizient, aber vielleicht Unzufriedenheit. Insbesondere für neue Mitarbeiter. Und ich würde jetzt euch schon parallel bitten, für den Workshop-Teil, den wir dann zusammen machen, was sind so Themen, Problembereiche, die ihr vielleicht mal in eurem Umfeld gesehen habt? Wir wollen ungefähr wir wollen einen Problembereich nehmen. Am besten könnt ihr den Problembereich ein bisschen beschreiben und dazu dann im Team Prinzipien definieren. Was sind Prinzipien, die mir in diesem Problembereich helfen können? Und die geben wir dann an die KI und die KI soll uns dann Antworten geben. Idealerweise auf unseren Prinzipien basiert, ja, und mit dem Wissen, was sie sonst noch im Bauch hat. Das ist so die Idee. Ich würde euch jetzt schon mal bitten, da so ein bisschen drüber nachzudenken. Wir können es auch dann über Mentimeter machen, über die Pinnwand. Und neue Mitarbeiter ist natürlich ein spannender Bereich, den ich nur mal beispielhaft bringe. Neue Mitarbeiter, jeder von uns war schon mal neuer Mitarbeiter in der Regel. Und viele, also ich war am Anfang in so einem Managementprogramm, bin durch ganz viele Abteilungen durch, bin auch später häufig gewechselt. Man ist dann immer wieder neuer Mitarbeiter und versteht gar nicht, wie ist es denn hier, weil tatsächlich Vertrieb im Softwareumfeld ist ganz anders als Vertrieb im Hardwareumfeld bei Siemens, ist ganz anders als Produktmanagement, ist wieder ganz anders als Engineering. Also auch die Unterbereiche und die verschiedenen Geschäftsbereiche haben wieder ganz andere so Prinzipien. Jetzt könnte man als neuer Mitarbeiter fragen, darf ich Verbesserungsvorschläge direkt an die Geschäftsführung schicken? Das hat mir eine Kollegin erzählt, die hat dann gesagt, ja, das genau so ein Thema. Sie war dann neu in einem Bereich und ist auf die Nachbarabteilung zugegangen, wollte mit denen was ausmachen. Und das hat der Chef mitbekommen. Da hat sie erstmal einen auf den Deckel bekommen, weil erst Chef einbinden, dann. Ja? Oder auch, darf ich mit dem Chef direkt reden? Nein, erst Chef einbinden, dann. Ja? Und das ist in manchen Firmen so, in manchen Firmen aber auch anders. Und das muss sich halt jede Firma so ein bisschen überlegen. Mitarbeiter haben ständig solche Fragen, neue Mitarbeiter. Könnt ihr euch vielleicht ein bisschen nochmal hineinversetzen. Und dann ist es natürlich wichtig, sowas zu klären. Im Hinblick auf die Zeit gehe ich auch ein bisschen schneller durch. Darf ich Firmen-E-Mails nutzen, um private Termine auszumachen? Ist in Ordnung, wenn ich meine Arbeit früher beende, wenn ich fertig bin? In manchen Bereichen klar, in manchen Bereichen unvorstellbar. Oder darf ich Dokumente und Präsentationen mit nach Hause nehmen, um dort weiterzuarbeiten? Manchmal klar, manchmal unvorstellbar. Und in diesem Spannungsfeld, da gibt es noch viel, viel mehr Fragen. Theoretisch können Unternehmen dann so eine KI nutzen. Das ist das, was wir versuchen anzubieten eben oder auch mit ersten Firmen machen. Und können dann diese Fragen ausarbeiten, reflektieren und dann auch die entsprechenden Antworten, die entsprechenden Prinzipien vorgeben. Es ist viel auf einmal, glaube ich, und jetzt zeige ich euch noch so ein bisschen auch, wie das sich entwickeln kann. Ich hatte gesagt, explizites, implizites Wissen. Vielleicht kennt ihr dieses Eisbergmodell. Was man oben sieht, ist das explizite Wissen, greifbar, das sind Dokumente. Implizites Wissen ist so, ja, wie macht man das halt so hier? Und wenn man sowas rausarbeitet, diese Prinzipien, vielleicht auch die Soll-Prinzipien, gar nicht so, wie machen wir das tatsächlich, sondern wie wollen wir es denn machen, dann kann so eine KI, viele machen RAG, also hier im AI-Camp dürften viele RAG kennen, das ist einer der Standardanwendungsfälle eben jetzt für KI in Unternehmen. RAG heißt Chat Video Documents, also ich meine, ich habe ganz viele Dokumente, ich kann eine KI fragen, sag mir was dazu, Reisekostenrichtlinie oder die Unterschriftsrichtlinie oder irgendwelche Richtlinien, Regeln und sonstiges. Das explizites Wissen kann eine KI super fragen. Wenn man das machen die Unternehmen sowieso. Und vielleicht sind manche von euch da auch involviert in solche Projekte. Jetzt ist mein Vorschlag, lasst uns diese Projekte, wo es um explizites Wissen geht, noch um implizites Wissen erweitern. Weil der KI dann noch ein paar Prinzipien mitzugeben, ist tatsächlich relativ einfach für den Anfang. Und das wäre so der Anfangsbaustein. Neue Mitarbeiter insbesondere in größeren, anonymeren Teams brauchen viel Wissen. Das kann der Einstieg sein. Später, wenn sich das etabliert, wenn man weiß, man fühlt sich sicher, die KI kennt uns, die weiß unsere Prinzipien, die kann Probleme lösen, dann kann man auf Thema Coach und Mentor gehen. Das heißt zum Beispiel, also man weiß dann einfach, die richtigen Informationen kommen, checklistenmäßig, dass Probleme aus der Vergangenheit nicht in der Zukunft fortgesetzt werden, bis hin zu, dass auch Mitarbeiter vielleicht dann Freigaben bekommen, dass wenn die KI sagt, nee, das darfst, also das ist, so wie ich das beurteile, ist das grün, du darfst sofort loslegen, musst gar nicht deinen Chef erst fragen, oder ist gelb, Achtung, frag lieber deinen Chef erst, oder rot, nee, musst gar nicht drüber nachdenken, das geht sowieso nicht. Hinten raus kann es noch spannender werden, wenn die verschiedenen Unternehmensbereiche oder Unternehmen ihre digitalen
Avatare haben mit ihren Prinzipien, Überzeugungen, ihrem Wissen, dann können die auch miteinander mal sprechen. Dann schickt man den Vertriebs-Avatar los, den Twin, der diskutiert dann im Produktmanagement über neues Produkt, mit dem Engineering, mit Marketing und dann kommen die zusammen mit ihrem Wissen, was sie haben, mit ihrer Einstellung aus ihren jeweiligen Abteilungen zusammen zu ersten möglichen Ergebnissen, die dann von den Menschen besprochen werden können. Das kann man dann noch ausbauen. Ich baue gerade an meinem digitalen Zwilling. Man sieht, die Haare passen nicht mehr so ganz. Ich habe dann doch ein bisschen die Heimatsecken. Da müssen wir noch mal Hand anlegen und auch sonst. Ja, das wird sich immer weiterentwickeln. Inzwischen habe ich mein digitales Büro. Also ihr könnt mein Twin auch mal testen später, wenn ihr wollt. Gleichzeitig, ich nutze den halt immer wieder für neue Veranstaltungen oder sonst was und prompte den ein bisschen um. Also daher nicht wundern, wenn er mal ganz wirre Antworten gibt. Jetzt würde ich wieder zum interaktiven Teil übergehen. Wieder euch fragen so ein bisschen, also euch reflektieren, das mache ich halt in allen meinen Vorträgen, weil mir dieses Kulturthema so wichtig ist. Wir sind hier standardmäßig in einer Technology Adoption Curve. Also das heißt, Technologie wird adaptiert von Menschen, mathematisch verteilt. Es gibt die Innovatoren, die stürzen sich auf jede neue Technologie, die irgendwer am Markt verfügbar ist. Die wollen einfach alles Neue haben. Es gibt dann frühzeitige Anwender, da will ich mich dazu zählen. Das heißt, ich schaue mir so ein paar YouTube-Videos an, wenn ich merke, okay, das geht schon, da geht was, da kommen positive Berichte, dann teste ich Sachen relativ früh. Dann gibt es die frühe Mehrheit. Das ist so, wenn es im Umfeld schon da ist, denn wenn man sieht, da passiert was, dann bin ich aufgeschlossen. Es gibt dann die späte Mehrheit, da bin ich so ein bisschen vorsichtig, wo ich sage, es müssen wirklich schon alle um mich herum haben, dass ich dann anfange damit. Und Nachzügler, die wehren sich mit Händen und Füßen. Ich glaube, das ist relevant, dass sich jeder so mal ein bisschen reflektiert. Und dann kommen wir wieder zum Mentimeter, wo ihr euch seht momentan. Muss ich hier nur, ich ein bisschen verrutscht. Na. Genau, der steht mir im Weg, der auf. Na, Mentimeter. Das hat gestern so hervorragend funktioniert. Jetzt muss ich, weiß gar nicht, ob ich den noch brauche. Genau, also ich springe jetzt zum Mentimeter, das brauche ich vielleicht nachher nochmal, aber dann muss ich die Präsentation erstmal beenden. Um dann um wieder ranzukommen. Also ich habe seit kurzem erst einen Apple-Rechner und der verhindert immer so ein bisschen, dass man die entsprechenden Sachen aufruft. Ah je. Der gibt mir gerade kein Auswahlmenü vor. Ah ja, genau. Da habe ich es aber da oben jetzt mal. Ja, hervorragend. Okay, gut. Das sind natürlich immer so Momente, die dann echt stark sind. Genau, jetzt würde ich gern von euch halt nochmal, wenn ihr auf Mentimeter geht, sehen wollen. Ist natürlich neutral. Wo seht ihr euch auf dieser Kurve? Ich hätte jetzt auch gedacht, dass bei einem AI-Camp, dass man relativ weit vorne ist. Das war interessant. Gestern habe ich den Vortrag hier online gemacht für eine Stunde. Da war es wirklich also fast eine Normalverteilung, leicht nach vorne. Aber wer sich bei so einem Vortrag auch einwählt, ist ja schon interessiert. Und was wir jetzt noch machen können, eben ist das Querlegen mit der aktuellen Berufssituation. Das heißt, wir können so ein bisschen sehen, wer steckt wo drin. Schüler, Studenten haben wir ja nicht dabei. Berufseinsteiger sind tendenziell vorne, Mitarbeiter auch. Ich meine, das ist jetzt spannend zu sehen. Also die späte Mehrheit einer der Führungskräfte hat sich geoutet. Das ist, finde ich, super transparent. Und so kann man natürlich bei einer größeren Stichprobe auch so ein bisschen mehr über euch rausfinden. Wir gehen aber mal weiter. Zum einen mal, genau, was ich gesagt habe. Also jetzt kommt der Workshop-Teil. Hat natürlich wieder viel zu lange gedauert. Ich wollte dem Workshop-Teil ein bisschen mehr Raum geben, aber es ist natürlich auch so viel zu erklären und insbesondere viel, ich denke zumindest, viel Neues für euch. Bin sehr gespannt, was ihr schon über den Teil denkt. Und jetzt kommt so ein bisschen der Teil, wo ich selber gespannt bin. Ja, was sind so eure Ideen? Wie gut funktioniert das? Komme ich nachher tatsächlich von einem Bildschirm auf den anderen, um den Friedrich dann darzustellen? Also diese Fragen, die halt jetzt uns umtreiben. Also es dauert natürlich so ein bisschen mit dem Tippen hier. Auch gar kein Problem. Bitte? Da sollte ich die Frage nochmal, also ich habe es kurz mal zwischendrin gesagt, aber vielen Dank fürs Nachfragen. Problembereich, ich möchte jetzt mit euch den Friedrich den dritten Prinzipien in den Bauch stecken, dass der Inhalt hat, dass wir sagen, so und so sollst du dich verhalten. Und dafür brauchen wir so einen Bereich. Ja, wir wollen jetzt ihn nicht komplett abdecken, sondern denkt an so ein bisschen diese Prinzipienlandschaft. Wollt ihr drüber reden? Vorschlag, ja, ich
wenn ich neue Mitarbeiter habe. Das hatte ich ja gebracht als ein Beispiel. Ich will euch jetzt nicht zu viel vorgeben, aber vielleicht können wir drüber nachdenken. Ja, im Sinne von ja, ineffiziente Meetings finde ich gut. Oder auch Events. Ich bin bei einem Event, bin da ein bisschen immer so vorsichtig, wie ich damit umgehen soll, ja, auf Events. Wir könnten auch sowas nehmen, dass wir sagen, naja, guck mal, überleg dir mal so ein paar Prinzipien. Wann spreche ich wen an? Ja, das ist ja, man steht dann doof da und dann kann man sich ja Prinzipien überlegen, okay, immer wenn einer gerade so ein bisschen offen dasteht, dann traue ich mich, den anzusprechen. Aber nur dann oder so. Ja, also das kurzum, man kann aus einem Problembereich, wie zum Beispiel, ich bin bei einem Event, so ein bisschen die Prinzipien ableiten und dann auch wieder die Fragestellung dazu, die könnt ihr euch dann überlegen. Genau, also Networking, das trifft so ein bisschen mit dem Event. Vielen Dank, dass ihr das aufgegriffen habt. Machtkampf ist interessant. Operative Cases, das kann sehr breit sein natürlich. Technologieverhinderer, auch interessant. Wie geht man damit um? Inefficient Compliance ist ein Thema. Silo-Denken ist interessant. Also da habe ich mir jetzt dummerweise noch nicht überlegt, wie wir jetzt genau auf ein Thema kommen, aber Networking ist schon mal ein bisschen größer. Das hat noch mal jemand eingegeben. Das heißt, ich würde das momentan als führend betrachten. Ist vielleicht in dem Kontext, in dem wir uns hier auch befinden, interessant und spannend. Also ihr könnt gerne noch was eintragen, aber ich würde das fast aufgreifen, weil ich das jetzt tatsächlich sehr spannend finde, weil es so uns so betrifft und wir dann direkt später so in diesem Event auch reflektieren können wir anhand von den Prinzipien, die ich mir vielleicht jetzt auch selber überlegt habe, die vielleicht auch gar nicht in dem Friedrich stecken, so ein bisschen die Probleme überlegen. Kommen noch ein paar andere, also tippt ruhig weiter, aber also wäre Networking für euch okay? Ja, ist jetzt hier nicht so demokratisch, aber dann wird man mit dem Thema weitermachen. Gut, super. Und jetzt kommen wir aufs nächste schon. Und das heißt, welche Prinzipien können uns helfen? Also das wäre jetzt der nächste. Also ihr könnt auch gern, wir wollen jetzt ein paar Prinzipien und die stecken wir dann dem digitalen Friedrich in den Bauch, den prompten wir darauf und dann stellen wir ihm Fragen zu unserem Networking hier zum Beispiel. Und idealerweise gibt er uns coole Antworten, die uns später helfen zu verstehen, wie wir künftig Networking machen können. Jetzt ist der digitale Friedrich der Dritte, bin ich auch gespannt, wie man damals Networking gemacht hat. Wir können ihn vielleicht erstmal fragen im Sinne von, wie Networking damals ablief und dann ihm so ein bisschen beibringen, okay, helf uns mal für das heutige Leben weiter. Was könnten also Prinzipien für Networking sein? Im Hintergrund läuft dann Omni, also GPT-4 Omni von OpenAI. Ist auf einer Azure Cloud, zeige ich dann gleich. Oh, wow, da kommt schon ziemlich viel rein. Jetzt muss man natürlich das ein bisschen konzeptionell zusammenfassen, was wir dann mit reinnehmen. Also ihr könnt auch gern, das sind ja auch erstmal Sammlungen. Merkt euch das, überlegt dann auch gern nochmal, was ist so, was steckt dahinter, wie stelle ich mir das vor, dass wir es ein bisschen ausführlicher dem Modell geben. Ich finde es absolut okay, gerade beim Tippen jetzt das relativ kurz zu machen. Also wir haben hier Offenheit, also schnell offen über sich zu sprechen, Transparenz, Sympathie, Proaktivität. Ja, und das ist sowas, was heißt Proaktivität beim Networking, bei so einem Event insbesondere? Gehe ich auf jeden zu? Unterbreche ich Unterhaltung? Ja, sowas können wir dann auch fragen. Ja, wann kann man eine Unterhaltung unterbrechen? Das sind dann die Problemstellungen, wo man natürlich so iterativ ein bisschen vorgehen muss. Aber das können wir dann machen. Also die ersten Ideen sind da. Ich spreche zuerst mit Menschen, die mir selbst am wenigsten ähnlich erscheinen. Finde ich zum Beispiel schon ganz toll. Das ist schon ein richtig klares Prinzip. Das heißt, ich bin bei einem Event, schaue mich um und gucke genau, okay, ich will jetzt halt mit jemandem sprechen, weiblich, asiatisch aussehen zum Beispiel, ja, lass uns mal unterhalten zum Beispiel, ja, so als ein Beispiel. Und dann habe ich ein klares Prinzip. Ne? Eine hinter dir, aber genau. Aber du bist auch spannend, definitiv. Also daher, genau, man ist da sehr offen dann. Und, aber hat halt schon ein bisschen so einen Plan, weil sonst man komplett vielleicht planlos dasteht. So, jetzt springen wir uns zu unserem Friedrich. Wenn ich das, wie schon gesagt, hinbekomme, genau. Ja. Und wir haben jetzt zwei Tabs. Das eine ist der Friedrich der selber und der würde auch gerne mit. Aber das mache ich jetzt nicht nochmal. Und ich habe es jetzt auch, das ist ein einfacheres Modell. Wir haben jetzt nicht die Stimme geklont. Das ist ja heutzutage technologisch nicht mehr so schwierig. Man könnte die Stimme geklont vorlesen lassen. Es wird nur Text kommen, schon mal als Vorwarnung. Was habe ich jetzt bisher gemacht?
Ich habe ihm im Hintergrund den System Prompt mitgegeben. Du bist der digitale Zwilling von Friedrich III. Wenn ihr es nicht lesen könnt, lese ich es kurz vor eben. Von Brandenburg-Bayreuth, geboren dann und dann, Gründer der Friedrich-Alexander-Universität, spricht genau, wie er sprechen würde. Und jetzt fragen wir ihn erstmal zu unserem Thema Networking. Also ich frage ihn jetzt, wie habt ihr Networking in der Vergangenheit gemacht? Aktuell noch ohne Prinzipien. Und wir haben uns jetzt schon ein paar Prinzipien überlegt. Jetzt müssen wir uns natürlich auch die Problemstellung im Bereich Networking nochmal überlegen. Also was hat jemand spontan was er sagen könnte, wenn er jetzt auch vielleicht auf dieses Event denkt? Wo habt ihr euch vorhin schon mal, hattet ihr eine Entscheidung zu treffen oder denkt ihr, werdet ihr vielleicht eine Entscheidung treffen müssen, wo ihr jetzt gern halt so ein bisschen einen Tipp haben wollt? Wie soll ich damit umgehen? Super, ja, ganz starkes Beispiel, genau, top. Wir haben jetzt ihm noch nicht spezifisch zu dem Thema ein Prinzip gegeben. Das können wir uns jetzt gemeinsam überlegen. Wir haben praktisch im Bereich Networking konkrete Fragestellung, wie gehe ich damit um, wenn mir ein Gespräch zu lange dauert? Er erzählt jetzt ein bisschen ausführlich, ich müsste ein bisschen abkürzen. Er schreibt halt auch, er erzählt so, wie er es sprechen würde. Vergangenen Zeiten, persönliche Interaktion, direkte Kommunikation, Reisen war von großer Bedeutung, dass man dann persönliche Beziehungen knüpft. Man schreibt viele Briefe, Bälle waren sehr wichtig. Also Party haben wir heute auch noch, ist auf jeden Fall damals auch schon einer der zentralen Networking-Teile gewesen. Universitäten, Akademien, Familie spielt eine zentrale Rolle über Heirat und so weiter. So war es damals. Jetzt haben wir aber das konkrete Problem und wir sagen, wir fragen ihn jetzt ohne Prinzip mal, okay, wie gehst du damit um, wenn ein Gespräch zu lang dauert? Also das ist unsere Fragestellung. Er bereitet jetzt aus seiner Sicht, aus seiner generativen KI-Sicht, also es ist ja ein GPT, ein Generative Pre-Trained Transformer. Er ist also vortrainiert mit sozusagen dem Wissen des ganzen Internets. Wisst ihr wahrscheinlich in der Regel schon, was dann generative KI ist, aber dadurch weiß er schon unglaublich viel. Ist natürlich nur ein Standardmodell, GPT-4 Omni, aber das kann praktisch jede Rolle einnehmen. Also, was er sagt, wohlan, es ist wahrlich eine Kunst, ein Gespräch höflich und geschickt zu beenden. Und dann gibt er so ein paar Bulletpunkte, wie man das machen kann. Und wir können dann entscheiden, sind wir damit schon glücklich, wie man es halt damals gemacht hat. Wann ist er geboren? Das hatte ich vorhin. 1711, also wie man es im 18. Jahrhundert gemacht hat, ist es noch, wie man es heute auch noch macht. Er sagt Zusammenfassung und Abschluss. Wenn ein Gespräch zu lange dauert, fasse ich die Hauptpunkte zusammen und leite zum Abschluss über. Ich könnte sagen, ich danke euch für dieses angenehme Gespräch. Wir haben viele wichtige Punkte besprochen und ich werde über eure Vorschläge nachdenken. Verweis auf Verpflichtung, ja, das ist auch so, sagt der Toilette, nee, sagt er nicht, aber weitere Verpflichtungen, wo man sich jetzt noch weiterentwickeln muss. Höfliche Verabschiedung, Delegation. Ja gut, als Fürst kann man natürlich delegieren, das Gespräch an einen Vertrauten oder Untergebenen weiterzuleiten, auch sehr spannend. Themenwechsel auf eine produktivere Bahn und Terminvereinbarung zu einer Fortsetzung, wenn man das möchte. Wie schon gesagt, jetzt können wir uns überlegen, ist es das schon? Sind wir damit zufrieden? Oder wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, wie macht ihr dann das? Vielleicht finden wir ein Prinzip, wo wir sagen, das hat der jetzt noch nicht berücksichtigt. Das können wir dem Modell jetzt speziell trainieren, sodass wir, wenn wir ihm die Frage nochmal stellen, dass er dann dieses Prinzip mit aufgreift und uns künftig mit dem Wissen, was wir jetzt hier geteilt haben, gelernt haben, künftig besser berät. Hat da jemand eine Idee? Die 3 Minuten gehören da noch nicht dazu, oder? Die kommen danach noch. Sehr gut. Ja, super. Das hat zum Beispiel, hat man definitiv im 18. Jahrhundert nicht machen können. Man verweist auf LinkedIn und sagt, hey, guck mal, lass uns auf LinkedIn connecten und ich hole mir noch ein Bier. Perfekt. Dann
dann würden wir ihm den mitgeben, eben im Sinne von, okay. Also ich würde es mal so formulieren, also sehr kurz mal. Ich habe geschrieben, also wenn du eine Frage gestellt bekommst, dann berate basierend auf folgenden Prinzipien. Wenn ein Gespräch zu lange dauert, dann verweise auf die Möglichkeit der digitalen Vernetzung. Ist jetzt, kann man sicherlich noch schöner ausformulieren und netter machen. Im Hinblick auf 5 Minuten würde ich es jetzt so stehen lassen. Ich habe ihn also, den System Prompt habe ich jetzt aktualisiert. Das ist das Backend übrigens, das ich vielleicht noch ein bisschen erklären können. Ja, also ich bin momentan im Backend, da hat man natürlich dann nur Zugriff, wenn man entsprechend den Link kennt, tatsächlich nur in dem Fall. Wir haben da jetzt keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen in dem Fall. Und jetzt kann ich ihn nochmal fragen, wie gehe ich damit um, wenn ein Gespräch zu lang dauert? Ich hoffe, das mit dem System Prompt hat funktioniert. Das habe ich da nochmal. Update System Prompt. Okay, genau. Ich glaube, ich habe einigermaßen gut geschrieben. Das Schöne ist ja, dass die KI tatsächlich auch Rechtschreibfehler total ignoriert und es trotzdem in der Regel versteht. Er bereitet also eine Antwort vor und die Hoffnung wäre jetzt, um unseren kleinen Workshop erfolgreich zum Abschluss zu bringen, wäre, dass er auf die digitale Möglichkeit hinweist, wo man sich dann digital vernetzen kann. Er bringt wieder so ungefähr das weiter. Ich habe es jetzt überlesen, auf jeden Fall. Ganz unten hat das nochmal. Digitalen, ja, hervorragend, genau. Super. Also Dankeschön für auch die scharfen Augen hier vorne. Das war sozusagen der kleine Workshop, den ich mit euch machen wollte, dass jeder so mal ein bisschen reflektiert. Was sind Prinzipien, die mich leiten als Person, die mich unterstützen, wo ich Erfahrungen dann sammeln kann und mich verbessern kann, als Mensch wachsen kann? Und sowas kann man auch für sich als Person begreifen und sowas kann man auch auf Unternehmen übertragen. Und daher, eben wie schon gesagt, mich würde es freuen, wenn ihr auch Interesse an meinem Startup hättet und mir. Ich bin bei LinkedIn sehr aktiv. Das ist natürlich wieder der tolle Act hier mit. Komme ich hin? Ja. Da habe ich euch mal 3 Links, QR-Codes wieder mitgegeben. Das eine ist so ein Newsletter, wo ich ein bisschen schreibe, auch wie geht es mir in meiner Transformation von Siemens, einem großen Konzern heraus, hin zu einer Selbstständigkeit und der Transformation von Unternehmen, von Personen mit KI. Einfach ich selber auf LinkedIn und Termin, wenn tatsächlich jemand nochmal das mit mir ein bisschen tiefer legen will, sehr gern. Da vorne liegen auch Postkarten. Da hat mir jemand den Tipp gegeben, im Schwabenland sind Postkarten angebracht. Da komme ich ursprünglich her. Deshalb habe ich tatsächlich mal Postkarten jetzt für uns gemacht. Genau, also nutzt es gern, nimmt da eine mit. Und sonst bedanke ich mich sehr herzlich für eure sehr zahlreiche Teilnahme und auch eure aktive Unterstützung. Dankeschön. Sehr sympathisch. Ich kenne sich von der Simon Marius Gesellschaft. Wir machen nicht so viel durch den dritten was. Ja, den marktrechtlichen Hofastronomen Simon Marius. Zum Beispiel, genau. Ich jetzt da dann gleich vorstellen, Ja. was im Prinzip ein ähnliches Projekt ist. Und manchmal ist es erstaunlich, was geht, aber manchmal ist es auch erstaunlich, wo Fehler noch auftreten bei Sachen, wo man als Mensch sagen würde, aber den Bezug muss ich doch erkennen. Ne? Ja, genau. Definitiv. Also, aber das ist halt diese Reise, die da passiert. Ja, halt jetzt, man kann es so greifbar halt umsetzen. Hätte ich jetzt sagen können,
Friedrich Rückert, weil die Friedrich-Rückert-Schule in Erlangen, da bin ich halt, wo meine 2 Töchter im Elternbeirat. Und dann haben wir halt den digitalen Friedrich Rückert mal gebaut auf die Weise. Und meine Töchter finden es total spannend, mit dem Friedrich Rückert mal zu sprechen. Und das ist ja jede Organisation, die praktisch so einen Namenspatron hat, könnte das intuitiv für sich, ja, dann sprich doch halt mal mit unserem Namensgeber. Ja? Genau, das ist ja auch die Idee von dem Marius KI. Ne? Wir haben Ja, jetzt, dass man mit einer historischen Person ins Gespräch kommt. Schon ist der Projektleiter bei der Das ist genau. Da wird natürlich auch die fachliche Komponente. Ja, Vielleicht wollen wir ganz konventionell noch eine tauschen. auf jeden Fall. Ich habe auch schon mir Visitenkarten hingelegt, definitiv. Das ist perfekt. Echt von die Visualisierung aus sich mal ankennen. Wie hast du das gemacht? Ganz simpel eigentlich halt das Tool, Standard-Tools von der Okay. Ja, sehr gerne. Super. Ja, perfekt. Fand ich cool. Ja, danke. Danke für Schnell rüber. Ja, perfekt. Ja. Ich Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, ich habe eben, und das hat mir so viel gehört, dass man, ich sag mal, gewissermaßen Vorentscheidungen vorwegnehmen kann. Das heißt also, die KI ist der Vorentscheider, nicht der Endentscheider zu Fragen von Personal, Genau. von irgendwelchen Leuten. Auch zu Prozessen, zu was auch immer, zu Know-how. Ja, ja. Könnte eine ganz andere Form von Unternehmenskultur sein. Ja. Gibt's schon. Haben wir da- Der Ray Dalio hat, also dieses Buch Principles, Ja. der hat halt seine Prinzipien extrem gelebt. Ja, ja, klar. Oh, Entschuldigung. Ich muss 3 Minuten aufnehmen. Jetzt weiß ich nicht, unter welchem Setup. Diese 3 Minuten, ist da jemand noch da von den Leuten? Die hatten gesagt, am Schluss 3 Minuten, jetzt weiß ich halt nur nicht vom Setup. Das kann halt. Wo ist mein Sonst müsst ihr natürlich aufbauen. Ja, dann machen wir ein anderes Setup. Das geht auf jeden Fall. Ich räume mal hier das Feld. Genau, wir können uns ja dann auf jeden Fall noch unterhalten.